Hallo und willkommen zum Timelapse-Bild der 1000 Euro PC-Konfiguration aus dem Video von letzter Woche. Diesmal gibt es eine Konfiguration, die nicht ganz klassisch als reiner Gaming-PC anzusehen ist, sondern eher so eine Konfiguration für den alltäglichen Gebrauch mit möglichst viel Speicherplatz. Wenn ihr gern mehr über die Komponenten wissen wollt, dann gerne jetzt oben in der Infobox, könnt ihr gerne mal reinschauen. Heute wird es ausschließlich nur den Timelapse-Bild geben, also ein bisschen zurücklehnen, was snacken und einfach nur zuschauen. Mehr gibt es heute auch nicht zur Einleitung zu sagen, lehnt euch einfach zurück und ganz zum Schluss sehen wir uns dann noch mal ganz kurz wieder. Ich wünsche euch viel Spaß.
Na, wie hat euch denn jetzt hier das Ganze gefallen? Wieder mal ein sehr spannender Bild, vor allem eben, weil er nicht unbedingt ein reiner Gaming-PC sein möchte und eigentlich auch nicht ist. Die Grafikkarte ist eine wesentlich kleinere gegenüber eigentlich einem Modell, was in so einer 1000 Euro PC-Konfiguration zu erwarten wäre. Dazu gibt es schon einige Videos auf meinem Kanal. Ich verlinke euch einfach nochmal oben in der Infobox ein entsprechendes Video oder vielleicht auch zwei. Guckt unbedingt mal rein, da gibt es wirklich schon spannende Gaming-PCs. Der hier will eigentlich eher was fürs Arbeiten sein. Also wenn ihr nicht unbedingt zocken wollt, sondern einfach nur viel Speicherplatz zum Beispiel benötigt, habt ihr noch nicht oben in der Infobox in der Einleitung reingeklickt, dann macht das unbedingt nochmal. Denn wenn ihr zum Beispiel einen PC braucht, der eben nicht zum Zocken geeignet sein soll oder nicht vorrangig zumindest, dann ist das vielleicht auch für den einen oder anderen eine sehr gute Wahl. Und das heißt natürlich nicht, dass diese Grafikkarte gänzlich ungeeignet fürs Gaming ist. Sie ist halt einfach für ihren Preis logischerweise etwas schwächer aufgestellt. Für 150, 160 Euro ungefähr ist das aber auch eigentlich nicht anders zu erwarten. Dafür ist sie eben aber, wie gesagt, vorrangig nicht vorgesehen. Der PC soll ausschließlich zum Arbeiten verwendet werden und vielleicht mal das ein oder andere kleine Minispielchen so für zwischendurch. Mehr muss er nicht tun. Wie hat denn euch das heutige Video gefallen? Wenn es cool war, auf jeden Fall wäre ein Daumen hoch eine feine Sache. Wenn ihr hier drüben den Abo-Button drückt und die Glocke aktiviert, verpasst ihr keine weiteren Hardware-Videos, so in der Art hier, Guides, PC-Aufstellungsvideos, Software-Guides, Gaming-Videos immer mal wieder so zwischendurch. Wenn ihr darauf Lust habt, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert und dann verpasst ihr nämlich nächsten Samstag das nächste Video nicht. Es wird wieder was mit Windows 11 werden. Seid auf jeden Fall gespannt. Das Thema ist ja momentan in aller Munde. Wer es vielleicht noch nicht weiß, Windows 10 hat seit 14.10. keinen Support mehr mit Sicherheitsupdates seitens Microsoft. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr euch schleunigst, falls ihr noch Windows 10 nutzt, für ein Windows 11 oder vielleicht auch für eine andere Version entscheidet. Nächste Woche gibt es dann nochmal einen kleinen Tipp, wie ihr mit eurem Windows 10 durchaus noch den ein oder anderen Monat überleben könnt. Dann bis nächsten Samstag. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann.